Seit dem Jahr 2011 sind Hunderttausende Menschen vor Krieg und Gewalt in Syrien nach Deutschland geflohen. Die allermeisten sind nicht vollständig als Flüchtlinge bei uns anerkannt. Und jetzt zweifelt das Oberverwaltungsgericht Münster am Schutz für Asylbewerber aus Syrien. In einem aktuellen Urteil sieht es nämlich keine pauschale Gefahr durch den Bürgerkrieg mehr. Eine womöglich bahnbrechende Entscheidung, die im Gegensatz zur gängigen Praxis beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steht. Jana Wochnik mit den Einzelheiten. Das Urteil betrifft viele Syrer in Deutschland. Denn das Oberverwaltungsgericht in Münster sagt, ihr Leben sei in Syrien oft nicht mehr unmittelbar bedroht. Viele der hier lebenden Syrer genießen in Deutschland einen subsidiären Schutz. Das heißt, sie haben hier kein Asyl und keinen formalen Flüchtlingsstatus. Aber in ihrem Heimatland droht den Flüchtlingen Schaden. Deshalb der Schutz. Alle 2 Jahre muss dieser neu beantragt werden. Stand jetzt leben rund 924.000 Syrer in Deutschland. 641.000 haben einen befristeten Schutz. 91.000 haben ihn beantragt. Nur 84.000 Menschen haben eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. 108.000 Syrer sind ohne Status oder nur geduldet. Nach dem Urteil des obersten Verwaltungsgerichts von Nordrhein-Westfalen fordern erste Politiker Konsequenzen. Es ist unhaltbar, dass das Auswärtige Amt pauschal Rückführungen nach Syrien sozusagen verunmöglicht. Wir können nicht alle Menschen aufnehmen, in deren Länder es nicht ganz das Niveau und ganz die Schutzsituation wie in Deutschland gibt. Daran verhebt sich Deutschland. Geklagt in Münster hatte ein Mann, dem Schutz verweigert wurde. Der Syrer hatte sich strafbar gemacht, wurde als Schleuser in Österreich verurteilt. Diese Vorstrafe machte seinen subsidiären Schutz nun zunichte. Und der Mann kommt aus der syrischen Provinz Al-Hasaka, eine Region, so der Richter, die relativ sicher sei, ein Leben dort zumutbar. Das Neue war, dass das Gericht gesagt hat, du bekommst auch keinen Schutz wegen Bürgerkriegs in Syrien, denn der besteht dort nicht mehr in dem Ausmaße, wie es mal war. Das ist nicht so bedrohlich für jede Zivilperson, dass sozusagen jeder, der dahin zurückkehrt, damit rechnen muss, getötet oder auch verletzt zu werden. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte. Ein Punkt: dürfen dann auch syrische Straftäter abgeschoben werden, wie der 18-Jährige von Bad Oeynhausen, oder Provokateure, die antisemitisch auftreten in Deutschland? Ein zweiter Punkt: darf der subsidiäre Schutz pauschal ausgesprochen werden, wenn Gerichte zum Urteil kommen, Regionen in Syrien sind sicher? Aber es ist auch wichtig, dass die Bundesregierung eben auch hinsichtlich von Neuankommenden zu einer anderen Lagebeurteilung kommt. Fragen, auf die die Bundesregierung Antworten finden muss, auch außenpolitisch. Auf europäischer Ebene gibt es Überlegungen, mit Syrien wieder politische Kontakte aufzunehmen. Gegen solche Gespräche und auch Abschiebungen wenden sich Asylgruppen. Sie sagen, der dort regierende Diktator Assad würde so aufgewertet. Und Greta Wagner ist vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, denn das ist ein Urteil, das wirklich für Wirbel sorgt. Und deshalb wollen wir mal wissen, wie genau haben denn die Richter dieses Urteil begründet, Greta? Naja, diese Begründung, die liegt in zweierlei Punkten. Zum einen wurde eben von wo der Mann eben das Asyl beantragt hat, das wurde schon einmal abgelehnt, weil er eben diese Straftat begangen hat in Österreich. Er wurde dort verurteilt wegen Schlepperei, weil er dort Menschen eben verholfen hat, nach Europa einzureisen. Er war dann einen Monat hier in Deutschland, wurde dann von Deutschland ausgewiesen, hat die Haftstrafe über 2 Jahre in Österreich abgesessen und ist dann zurück nach Deutschland gekommen. Wegen dieser Straftat alleine hätte dieses Oberverwaltungsgericht schon sein Gesuch des subsidiären Schutzes ablehnen können. Aber das Oberverwaltungsgericht ist noch einmal einen Schritt weiter gegangen. Sie haben hier sehr ordentlich gearbeitet und sind eben da noch mal die Extrameile, kann man sagen, gegangen und haben noch einmal begründet, dass sie abgesehen davon, dass er diese Straftat begangen hat, auch noch den Punkt darin sehen, dass Syrien eben aus ihrer Sicht ein sicheres Land sei, in das man auch wieder zurückkehren kann. Also dass dem Mann dort nicht Leib und Leben in Gefahr ist und dass es gut möglich für ihn sei, dort zu leben. Deshalb wurde dieser subsidiäre Schutz eben für ihn abgelehnt.
Man muss jetzt sagen, was daraus resultiert, ist relativ wenig. Denn der Mann hat trotzdem ein Bleiberecht hier in Deutschland. Das kommt noch mal aus anderen Sachen, stellt sich das zusammen. Und nach Syrien wird Stand jetzt auch nicht abgeschoben. Das ist bundesweit ein Verbot, dass dorthin nicht abgeschoben wird. Aber dieses Urteil ist jetzt erstmal ein Signal, weil bis jetzt war es so, dass im Regelfall wirklich dieser subsidiäre Schutz von den Gesuchten eben im Regelfall genehmigt wurde. Aber durch dieses Urteil jetzt wird eben noch weiterhin da geprüft, also muss genauer geprüft werden. Dieses Urteil ist bis jetzt noch nicht rechtskräftig, aber wir hatten heute auch die Möglichkeit, mit der Anwältin des Syrers zu sprechen. Und sie hat gesagt, sie werden keine Beschwerde einlegen. Also wird die Frist verlaufen und dann ist dieses Urteil auch rechtskräftig. Greta, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.